Guten Morgen, liebe Outdoor- und Naturbegeisterte. Heute sind wir hier am Grunbacher Tor und wollen eine kleine Wanderung rund um das Waldhufendorf Grunbach drehen. Nach dem Intro geht's auch gleich los. Für uns geht es jetzt erstmal hier entlang dem Beutbach, am Beutbachtal entlang. Dort vorne kommt ein Platz in Sicht, an dem sich viele Haare befinden. Schwer zu sagen, was das sein könnte. Vorne kommt eine Informationstafel hier zum Beutbachtal in Sicht. Schon vor dem 19. Jahrhundert lieferte der Beutbach für Büchenbronn Trink- und Brauchwasser. Die Nutzung für eine zentrale Wasserversorgung der Bevölkerung begann 1888. Hier an der Furt rauscht der Beutbach ins Tal hinab Richtung Nagoldtal. Das ist schon richtig schön heute Morgen, das Rauschen des Baches am Wegesrand. Und doch noch einiges Grün hier im tiefsten Winter bei diesen knackig kalten Temperaturen. Dort vor uns taucht eine interessante Luke auf. Ja, das zeugt auch hier ein wenig von der bergbauhistorischen Vergangenheit von Grunbach. Hier wurde früher Flussspat abgebaut. Bei vielen dieser Waldhufendörfer war der Bergbau neben dem landwirtschaftlichen und auch forstwirtschaftlichen Betrieb eine Einnahmequelle für die Lebensgrundlage. Die Verwerfungen der Wildschweine zu erkennen. Die Flachwurzler bei diesen trockenen Sommern natürlich nicht mehr lebensfähig hier im Wald.
Dort vorne kann man schön Huchenfeld erkennen. Dort kommt Büchenbronn in Sicht. Auch hier überall die Aufwürfe der Wildschweine zu sehen. Herrlich diese Ausblicke Richtung Huchenfeld. Die Tour soll so heute etwa 10 Kilometer lang werden. Der nächste Horst vor uns. Hier im Wald die Jagd natürlich intensiv betrieben, was auch berechtigt ist mit diesen ganzen Schäden. So allmählich nähert sich auch hier der Weg entlang des Hanges am Beutbach dem Ende entgegen. Dann geht es weiter am Nagoldtalhang. Immer wieder diese Buntsandsteine mit dem Moos überwuchert. Brunbach, eines der Dörfern, die vom Grafen von Calw und auch dem Kloster in Hirsau besiedelt wurden. Ich muss sagen, bislang schöne Wege hier. Allerdings leider breite Forstwege mit einer kleinen Ausnahme. Das war die schöne Furt am Beutbach, richtig toll zu gehen. Schauen wir mal, was heute noch kommt. Herrlich die Sonne über dem Nagoldtal. Dort vor uns taucht das Straßenschild auf. Dort müssen wir die Landesstraße tatsächlich jetzt queren. Unten im Tal kann man so ein paar Häuschen von Unterreichenbach erkennen. Da vorne wollen wir jetzt gleich noch mal geschwind die Drohne, den Shining Star, eine Runde fliegen lassen.
Zwischenzeitlich die ersten 5 Kilometer heute schon vollgewandert. Dort vorne der Blick ins Mohnbachtal. Ein herrliches Bild. Wie schön der Farn oben an dem Fels wächst. Auf der linken Seite kommt die Schweinegrubenhütte in Sicht. Eine tolle Möglichkeit zur Rast hier am Weg. Aber heute gehen wir heim zum Mittagessen. Zwischenzeitlich beim Anstieg Richtung Siebeneichen der 7. Kilometer vollgewandert heute. An den kleinen Zöglingen diese blauen Kunststoffteile. Das ist der Verbeißschuss gegen das Wild. Die schönen Waldwege hier natürlich wesentlich schöner zu gehen wie diese breiten Forstwege. Es wird heller, sprich der Waldrand kommt in Nähe. Jetzt ist uns auch noch ein schöner Flug gelungen, der so ein bisschen die Charakteristik dieses Waldhufendorfes hier in Grunbach aufgezeigt hat. Hier oben geht es jetzt über die Wiesen und Felder weiter. Und wie es sich natürlich gehört, fängt es jetzt wieder an zu nieseln und zu regnen. Aber das macht nichts. Richtige Wälder mit diesem Stechlaub, das ist schon interessant anzuschauen. Hier oben an den Siebeneichen auch ein schöner Spielplatz für die Kinder.
Das Rotwild zur Jahreszeit passend mit grauem Fell. Hier im Wald jetzt wieder etwas besser windgeschützt. Es ist nicht so wahnsinnig kalt. Grunbach schon ein wirklich schönes Dörflein. Herrlich, wie sich hier diese Weitsichten öffnen. Der Feuersee hat eigentlich hier den Zweck, als Löschwasserreservoir für Grunbach und auch Engelsbrand zu fungieren. Und was man auch schön sehen kann, die Quelle hier vom Beutbach. Ein kleines Rinnsal. Hier fließt er hinab ins Tal. Immer wieder schön zu sehen, wie diese Wege hier gebaut wurden früher. Hier der Grunbacher Fußweg. An der Hütte heute gut Betrieb, das heißt, wir ziehen direkt durch. Die zwei Eingänge hier zum Mausstollen habe ich euch ja schon mal gezeigt. Alles verschlossen. Schade. 2005 im Mai mit guten Vorsätzen begonnen, aber leider nicht mehr weitergegangen. Ja, Freunde, jetzt sind es tatsächlich roundabout 10 Kilometer geworden. Mir hat die Tour richtig Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Teilt und kommentiert das Video. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt gerne eins, das kostet nichts. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine zukünftigen Touren und Aktionen. Ansonsten sage ich Tschüss und Danke, bis zum nächsten Mal.